Ich frage mich immer, also wer denkt sich denn sowas aus? Sitzen die da an einem großen Tisch und sagen so, wir brauchen jetzt mal Ideen für die Catherine Collectors Edition. Und dann haben die da so ein riesen Board an der Wand. Dann machen die so einen Workshop und dann sagt einer, Kissenbezug, T-Shirt, Unterhose, gekauft. Das Video heißt Top 10 Best Collectors Edition of All Time. Of All Time. Na, gucken wir mal. Let's go. New video. This isn't working. Need some inspiration. Where's my notepad? Where's my notepad? It's me in the bedroom. Hat da schon was rumstehen, ein paar Figuren? Wofür ist denn der gefilmt, auf jeden Fall? Besser als der andere Typ. Nein. It's not in here either. Must be in the cupboard. Oh crap! Aha! I got it! Collector's editions. We see them around in one place or another, and even in different forms, and we've always been tempted to buy one. But sometimes we've had that thought in our head whether they're worth buying or not. It's quite easy to say that the gaming community as a whole are divided straight down the middle when it comes to special and collector's editions. One half think it's good value for money and worth buying to get the extra awesome game content and merchandise, and the other half think it's the biggest waste of time and money on the planet. If you've watched any of my previous videos, it will be very clear to you that I love these things. You really feel like you're buying something special when you pick one of these editions up, especially if you're a big collector like me. But let me get one thing straight though. They're not perfect. Not all editions are created equal. Some are incredible and worth the investment. Considering Da kommt die geile Riesen-Edition. Ah, guck mal, hier ist zum Beispiel diese Destroy All Humans Edition, ne? Diese kleinere Edition, sag ich jetzt mal. What the hell? Or just way too expensive for what they are. Holy sh! How much is that? I want to cover both sides and take a look at the best and worst the industry has to offer. First of all, in this video, I want to talk about the amazing editions I've come across. Also Desperados hatte ich auch im Blick, diese Edition, aber ich habe mir mal das Spiel angeguckt und das ist halt nichts für mich. Also zum Teil muss man das schon feiern, das Spiel, ne, um sich sowas zu holen. Oder man muss das Genre mögen oder man möchte da irgendwie mal einsteigen. Aber ja, einfach mal so rein da ist auch schwierig. Ich frage mich, was sie alle für Mikrofone benutzen, Alter. Also so, mein Mikrofon hört sich so an. Das probieren wir jetzt mal aus. Wenn ich hier hinten bin. Ja, der muss ja, also hier, ne? Hallo. So, da vorne ist mein Mikrofon. Ungefähr jetzt, ich würde mal sagen, 1,20 Meter 30 entfernt von mir. Und so hört sich sein Mikrofon an, ja. Ich weiß nicht, was, ich meine, man sieht ihn ja auch nicht, ne? Man sieht ihn ja nicht. Er kann doch einfach sich an den Rechner setzen, das scheiß Mikrofon hochklappen und sagen, hallo meine Damen und Herren, ich zeige euch die Top 10 Best Collectors Editions of All Time. Was macht er? Hallo, sitzt hier hinten. What the f***? Most likely be down to the fact that I've never owned it or even seen it in front of me before. So as usual, get comfortable and clean out the dust from your wallet. And join me as I list what I consider to be the top 10 collectors editions of all time. So, Nummer 10. Oh, es geht los, Freunde. Es geht los, endlich. Nachdem er endlich fertig ist mit Labern. Hä, wieso sind denn hier... Ach so, 3 separate Figuren sind da drin. So, Nummer 10. Halo Reach Legendary Edition. Er wird ja wahrscheinlich immer noch was dazu sagen, ne? Damit kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Ist das seine Collectors Edition und nimmt er da Inhalte von anderen Kanälen oder so? Ah ja, guck mal hier, Footage, Credit. Der Typ, der immer alles auspackt, ohne was zu sagen dazu, ne? Was worthy of any gamer's collection. In this awesome box designed after the UNSC storage boxes. And it only gets better once you open it up. You got the complete special edition of the game, which included its very own unique packaging, a code for exclusive armor for online play, and a costume for your Xbox avatar, a Spartan embroidered patch, Dr. Halsey's security badge, and an artifact bag containing Dr. Halsey's personal journal and other classified documents and effects that went into a lot of cool details about Halo's universe and lore. But the crowning jewel of this edition was an exclusive Okay, das krasseste Hand-painted Noble Team Statue Craft bei McFarlane. Und McFarlane machen gute Figuren, ne? So, Nummer 9.
Dishonored 2. Ach so, da war der Kopf dabei, ne? Ja. Ist auch wieder der andere Typ. To see Dishonored 2 get the collector's treatment it rightly deserved. This awesome edition came with a propaganda poster, a code for some small bits of in-game content, a really nice replica of Emily's ring, which you could either wear and gut, Ring brauche ich nicht. or display it in a Also mich interessieren immer nur die Sachen so zum Hinstellen. Also Ring kannst du natürlich auch hinstellen, ist aber lovely irgendwie black nicht and so purple meins. box, a steelbook for the game itself with artwork of Emily Na, das hatte ich ja, also das hätte ich ja original verpackt and lassen. Kovo on either side. Ist da was drin? And the best part of the edition, a life-size replica of Corvo's mask with Life-Size. exquisite Kann man sich das detail. auf den Kopf Annoyingly, it setzen? isn't wearable, but it comes with a Isn't wearable, but it comes with a stand. Also man kann es nicht aufsetzen. Super. stand, making a perfect display Ah, hier, guck mal. piece for your shelf. And to round it all off, this edition also comes with a code to download Dishonored Definitive Edition. So not only are you getting all this amazing stuff, but you're also getting a full copy of the first game, making this really good value for money all around, more than earning this Wie heißt das? Dishonored? Also, keine edition a Ahnung. place Auf jeden Fall habe ich mir den ersten Teil mal geholt und habe ihn immer noch hier. Ich glaube, original verpackt. on this list. Nummer 8, Ghost of Tsushima Collector's Edition. Just like Bethesda, Sony Finde ich jetzt auch nicht so geil. are no ehrlich gesagt. slouches when it comes to Ich bin mal gespannt, was auf Platz 1 ist bei ihm. bringing out collector's editions. Was wäre denn bei mir auf Platz 1? Ich glaube, die Crypto Edition. Oder? Oder was? Oder was anderes. Ich glaube, oder die Far Cry mit dem Flammenwerfer, die ich hier oben habe. Sieht das natürlich keiner. Aber die ist auch geil. Vielleicht kommt die ja hier auch noch. Weil Ghost of Tsushima, die müssen ja so ein bisschen so zeitlich beieinander liegen. Obviously, we've got the usual hardback art book with some really gorgeous artwork from the game and a simple but stunning steelbook for the game as well. But he also gave us a furoshiki wrapping cloth, a stunning cloth mat which you can hang on your wall next to your incredibly huge Tsushima war banner. But to top this all off, we've got an absolutely badass replica of the Sakai clan mask. Okay, eine Maske ist interessant auf jeden Fall. Der Standfuß ist natürlich riesig, aber wahrscheinlich geht das auch nicht anders. Er hat auch einige Figuren da im Hintergrund. Not only would this fit in with your gaming collection perfectly, but it will also look kann man das diesmal anziehen? amazing as a display piece Wahrscheinlich braucht man dann den riesen Kopf zu. in any other part of your house to show off to anyone, fitting in really nicely with any other antique or decorative piece. Very fitting for one of the most visually gorgeous game I've ever played to get such a stunning collector's edition. Er macht relativ schnell weiter, ne? Nummer 7, Bloodborne. Nightmare Edition. Was ist da dabei? Er hat jetzt gar nichts zu den digitalen Inhalten gesagt, die bei Ghost of Tsushima dabei waren. Yet another PS4 exclusive to get an amazing edition which Er hat gleich once 3 again davon, changed the guck usual mal. collector's edition formula. As Mit- well as the mit usual Rauch. hardback art book and steelbook, you've got a miniature replica of the Beckoning Bell, a decent sized storage tin which out of design resembles a stack of antique books and looks awesome on the shelf. And lastly, they included a fully working professional quill and red ink set with a skull pot to put the ink in. This may not be as visually pleasing as some other editions, but you can't deny how cool and unique this one is, with everything being offered meaning something special to Soulsborne fans. This is also one I regrettably do not Man own. kann damit, also es ist irgendwie so ein, ja, so ein Schreibset dabei, also so ein Feders, wie nennt man das denn? Aus der Antike, nicht Antike. Ihr wisst schon, was ich meine. So ein altes Set, womit man auch richtig schreiben kann, angeblich. Keine Ahnung, kann ich nicht nachprüfen. Wird schon stimmen. Nummer 6, Batman Arkham Origins Collector's Edition, USA. Die haben wir schon mal gesehen, ne? Batman Collector's Edition would be on this list, as almost all of them are pretty damn good. Well, I want to talk about the Batman Arkham Origins Collector's Da gibt es 2 verschiedene. UK European Version und North American Version. Edition. No, not the UK release, Ich finde beide ziemlich but the geil. Ne? America and Wobei ich muss sagen, die linke Version gefällt mir so ein bisschen besser. Australia one. Da ist mehr Figur Well, the drin. UK edition comes with a statue of Batman holding up Joker, which is cool enough as it is. The America and Australia edition came with an even better Also wenn man die haben möchte, eBay und statue in the form of this. I know, right? How incredible is this statue? The focus has shifted completely to Joker, leaning on a desk which itself has references and details from the game on it. And he also has loads of TV screens behind him which actually light up with the other bad guys from the game. Why didn't we get this in the UK? I came across this in CEX one day a couple of years ago and I really wish I picked this one up. It's incredible. It even comes with a DC documentary on the Batman supervillains on Blu-ray. That itself is awesome. Okay, es gibt noch irgendwas auf Blu-ray, irgendwie so ein Comic oder was? Ja. Borderlands 2 Ultimate Loot Chest Edition. Da finde ich ja diesen Bobblehead schon wieder geil, ne?
Where do I even start with this edition? Und endlich mal andere Musik. To start with, it comes with a code to download the first issue of Borderlands 2, the comic book series. It has postcards of exclusive artwork and a hardback art book as well, with even more. It comes with a cloth map of Pandora, a Creatures of Pandora-sized chart poster, field notes from Sir Hammerlock. Ich habe im Übrigen noch Borderlands 3 Collector's Edition original verpackt, wenn jemand Interesse hat. Einfach bei mir melden. Detailing info about some of the Ich tausche creatures, auch. a sticker set, a steelbook case for the game itself as well, a goddamn Marcus bobblehead, yes, the same Das ist bobblehead geil. you collect in the game, which also... Der ist ja fast genauso geil wie der Bobblehead hier, ne? Den ich jetzt habe hier. Ding. Hallo, ich bin was. Der bobbelt gar nicht mehr so. Aber doch, der bobbelt noch. Ah, geil. Er ist auch nicht so groß, der Bobblehead, ne? Den kann man sich irgendwie dazwischen immer hinstellen. Comes in its own vending machine packaging. Ich brauche so Füllerfiguren. Oh, guck mal, das Ding ist dabei, Alter. Piece of the edition, a replica loot chest, which can be used to Krass. store Aber ich glaube, in der Borderlands 3 Collector's Edition ist auch so ein Ding dabei. Wie gesagt, ich habe es noch nicht aufgemacht, keine Ahnung. I use mine for my spare controllers. The paintwork on the bobblehead and loot chest matches the game's art style perfectly. They even stuck to the same style of Collector's Edition with Borderlands 3. But that may appear on another list. Catherine. Oh Gott, das. Eine Unterhose. Ich glaube, das haben wir schon mal gesehen. Da ist irgendwie ein Kissenbezug dabei. Und auf jeden Fall eine Unterhose kann ich sehen, ein T-Shirt, der Kissenbezug und das Spiel. Was ist ein Catherine für ein Spiel? They pale in comparison. Ist das ein 18er-Spiel? Let me introduce you to the Catherine Love is Over Deluxe Edition. On the outside it looks pretty standard, right? Wrong. The only thing standard about this edition is the copy of the game, artbook, and soundtrack you get. After that, you get included a t-shirt, which is one of the t-shirts Vincent wears, a pillowcase with Catherine Poe. Ich frage mich immer, also wer denkt sich denn sowas aus? Sitzen die da an einem großen Tisch und sagen so, wir brauchen jetzt mal Ideen für die Catherine Collector's Edition. Und dann haben die da so ein riesen Board, ja, an der Wand. Dann machen die so einen Workshop und dann sagt einer, Kissenbezug, T-Shirt, Unterhose. Gekauft. From the front. And also this glorious pair of boxers, which are the same ones Vincent wears while he's in the nightmare. This edition is so crazy you can't help but fall in love with it. A friend of mine got his... You can't help but fall in love with it. Hands on this. A friend of mine got this. Okay, ein Freund von ihm hat das edition. Ding. And when he showed me, I just couldn't help but laugh. And to top it all off, the contents Da ist included Pizza drin oder was? Special Delivery. Also wenn da eine richtige Pizza drin wäre, also nicht eine richtige, sondern so eine, ja, so eine nachgebaute, ne? Crazy as this Ach so, da ist das Zeug. edition is, you have to admit the designers of this edition went above and beyond when making this. This is pure fan service through and through, and I couldn't not have it on this list. Fanservice. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Die habe ich selber, aber nicht die Edition, sondern die deutsche. Da ist jetzt dieses. Was ist nicht dabei? Ich glaube, der Coin ist nicht dabei. Und die Karte ist nicht dabei. Und dieses Ding ist hier nicht dabei. Ansonsten ist alles dabei. Master Edition heißt das. Weil dieses Ding habe ich auch. Ich weiß gar nicht, habe ich das noch hier? Ja. Habe ich da. The Zelda series has had a couple of collector's editions in the past, mainly with its Wii U titles, such as Wind Waker HD, which came with the statue of Ganondorf, and Hyrule Warriors, which came with Link's Scarf. But the best one, in my opinion, is the collector's edition for Breath of the Wild. Die habe ich, genau, da steht's. Spiel, Schwert, Soundtrack. Soundtrack original verpackt. Kann man den graden lassen? So once again, I'm not talking about the UK release, which I actually currently own. I'm talking about the American release, which I personally think is superior to the one that we got. In this version, you still get a copy of the game, the soundtrack, and also the Master Sword statue, which is irresistibly incredible. But wie ist das anders? Ist doch genau das gleiche, oder? Das Schwert. A tapestried map of Hyrule, which has some lovely, elegant artwork all over it. It also has Calamity Ganon on the other side. A Sheikah Eye collectible coin, which they're actually also giving out at E3 one year. And lastly, they even included a Sheikah Slate carry case. Okay, da kannst du deine Switch reinpacken. Which isn't just awesome, but also has a really practical ich jetzt thing nicht to unbedingt. include with this edition. Not many companies do that, really. Nintendo went on to creating a load of different collector's editions for more of their games, but I still believe they have yet to outdo themselves here, and I say it again. Why didn't we get this in the UK? Why did you take things out of the edition for us? Ja, ist halt immer so, ne? Das hat nicht mal was mit der UK zu tun. Man hört noch ganz deutlich, dass er aus UK kommt. Das hat einfach, weiß ich auch nicht. Also es ist ja genauso wie mit diesen Resident Evil Editions oder keine Ahnung was Editions.
die USA bekommt irgendwie immer das geilste Zeug und du kommst halt nicht ran. Did you not think Ne? English people would like the carry case of coin? Because if that's the case, then I'm massively offended. Bioshock Infinite, ist das richtig? Wird er gleich nochmal sagen, Songbird Edition. Da habe ich auch überlegt, ob ich mir die damals holen sollte. Habe ich aber nicht gemacht. Bioshock is one of my favourite game series of all time, and a Bioshock Infinite Songbird Edition makes it onto this list for one reason and one reason only. It's not the art book, it's not the little handyman figure, it's not the lithograph artwork, it's not the Murder Crow's Vigor bottle Was da alles drin ist, ne? It's the glorious Mein Brokes stand da gerade. artistic, drop-dead, gorgeous 9.5-inch Songbird statue. I mean, just look 9,5 Inch. So, wie viel ist das? Mal 3? Ne, mal 2,5, ne? at it. Naja, The irgendwie exquisite so detail, 30 solid Zentimeter resin wahrscheinlich. base, his magnificent wings. The only thing that would have made this edition any better would have been a steelbook for the game itself. But Welcher when you get Platz war a das? statue this good, who Ich mir vergessen. Hätte er mal oben einblenden sollen, so die Plätze. cares? So, Platz 1. Okay, wir sind schon bei Platz 1. Dark Souls 3, Freunde. And now, this is what I consider to be the very Die hat er best selber. collector's edition I've Oder die Figur muss ja groß sein, Alter. Guck mal. ever seen. Hat er da selber ein Unboxing From gemacht? Software first of all announced Dark Souls 3 with a regular collector's edition that came with a lot of good stuff. Iron-on patches, complete game Patches. soundtrack, Wow. a lovely gorgeous steelbook case for the game, Super. a full-sized A4 art book with a lot of stunning concept art, and a 25cm statue of the Red Knight. Jetzt hat er Zentimeter benutzt, vorhin hat er Inches gesagt. Also keine Ahnung, was bei denen los ist, bei den Briten. Die spinnen doch alle. The Prestige Edition included all of this, but they added one more key item. A huge 40 Sind da 2 Figuren drin, Alter? Hä? Lol? Warte mal. Einmal die? Was? The Prestige Edition included all of this, but they added one more key item. A huge 40cm statue of 40 Zentimeter. Also, Beyond das ist the schon, Giant. also ich bin kein Dark Souls-Fan, sage ich jetzt mal. Ich habe das noch nie gespielt. Keine Ahnung. Aber das ist schon krass, ne? What can I say about this statue apart from it's just perfect? Not one bit of detail is missing. Every part of him is handcrafted to perfection. The base weighs a metric ton and all of his parts are linked together with magnets. Without a doubt, Cool. this is my Das ist cool, dass man das mit Magneten zusammenbauen kann. absolute favourite piece in my collection. I'm not gonna lie, it cost me a fair bit at £300 when it Also 300 Pfund, ungefähr, glaube ich, 350 Euro für eine 40 Zentimeter Figur. Was habe ich denn hier, was so groß ist? Oh, keine Ahnung. first came out. Ist okay. But considering how rare Also wenn die andere Figur da auch noch mit drin ist und der ganze andere this Kram. is, I've seen it go on eBay and other sites for no less than £1,000. So I think my money was well Okay. invested. And there we have it, everyone. That's what I consider to be the top 10 very best collector's editions ever made. But before we go, though, I just have a couple of special mentions. Ich finde die hier ganz geil. Die Horizon Zero Dawn. Da gab es auch eine Collector's Edition, glaube ich. Und das ist, glaube ich, die Figur daraus. Ne? Die finde ich cool. I want to show you. First of all, The Witcher 3's collector's Okay, jetzt kommt noch was. Menschen, blablabla, Witcher edition. 3. This edition, Achso, die haben wir in schon my mal opinion, gesehen. has it Ne? all. A massive art book, a stunning steelbook case, stickers, cloth map, your very own Witcher medallion, which is actually made from metal, and a brilliant statue of Geralt fighting a griffin. The box itself, when you open it up, has all the signatures from the developers and also a thank you letter for buying the game. I love little details like this. It makes the whole thing seem more personal and unique. But why is it not on your top 10 list, I hear you ask? Well, I have a very good reason for that. The statues were all hand-painted, which sounds awesome on paper, right? But it led to a lot of the statues having really Was macht denn der Typ eigentlich mit dem ganzen Kram? uneven paint quality. Der die da immer I auspackt. speak from experience with this. Der hat ja, gefühlt hat er ja jede Collector's Edition. Der hatte ja sogar die Dying Light 2 ultra mega krasse Edition, die man, glaube ich, gar nicht kaufen konnte, sondern das war so ein Presse. Paint quality was all over the place. The shading was all wrong, some colours were flat out missing, and some of the paint was even chipping off if I so much as touched it. I looked into this at the time, and apparently I wasn't the only one that had this issue. A lot of other fans are reporting the same problems I just mentioned. A lot Teile waren nicht angemalt oder was? of people did get properly painted ones though, and you might be one of them, but unfortunately I wasn't so lucky. I also have to give a Hier. special shout out to the absolutely insane Dying Light My Apocalypse edition. You Also die ist jetzt irgendwie in jedem Video ever dabei, heard of ne? this one?
No? Well, let me show you. This edition comes included with 4 copies of Dying Light for you and your friends, all signed by the developers, 2 Razer Tiamat headphones, a round trip to Techland Party with Steve the Zombie Consultant, branded night vision goggles with some adult nappies for when you mess yourself apparently, a life-size volatile zombie statue, your face on the Night Hunter zombie for when you control him in the multiplayer modes, zombie survival parkour lessons with the Ampy Sound parkour and free running team, and last, but certainly not least, your own custom-built zombie shelter. Also dieses Zombie-Shelter, ist glaube ich ein Fake. £250,000. Yes, I am not. Ich meine, du kriegst ein Haus dafür, ja? Das kannst du dann dir irgendwo hinstellen lassen, kaufst du dir halt irgendwie so ein Grundstück nochmal für 10.000 und dann parkst du das. Joking, people. 200. Und daneben stellst du halt das Ding hier, ne, die Figur. £50,000 for a collector's edition is absolutely bonkers. We were actually taking pre-orders for this at Game when I was working there when this was announced. Can you believe it? Thank you so much for watching, everyone. As well as this video, I will be doing a top 10 worst collector's editions of all time, so keep your eye out for that one. Thank you so much again, guys. Take care of yourselves. Okay, er macht noch eine mit... Was ist denn das da oben, Alter? Darksiders 3, was ist das denn für eine Riesenbox, ey? Stay safe, and we'll see you very soon. God, this wasn't worth it. I've got to get it back in the cupboard now, for f***'s sake. Alright, alright. Oh, guck mal, er hat nur 41 Abonnenten. Guck mal, jetzt hat er 42. Gamers paid extra money for. Psst. Oh. Halt zurück. Wir waren doch noch gar nicht fertig hier. Wir waren doch noch gar nicht fertig. So, abonniert, 42 Abonnenten, Daumen auf jeden Fall hoch für das Ding. Und hat der noch ein anderes Video? Wir gucken mal kurz. Der hat doch bestimmt noch... Wo sind denn die Worst Collectors Editions? Collectors Edition Unboxing habe ich auch gemacht. Ach so, der hat auch nicht so viele Videos, ne? Showcase Reaction, okay. Oder du musst mehr Unboxing machen hier. Mehr Collectors Edition, die kacke sind. Alright. Naja, egal. Vielleicht kommt das ja noch. Und dann gucken wir das uns bei ihm genau an. Weil der hat auch viele Collectors Editions, ne? Alright.